Vor deinem Museum steht ja schon was ganz extrem Interessantes, nämlich die Enola Gate. Das ist ja dein Roller und auch vielleicht der Roller, für den du bekannt bist. Erzähl uns doch mal was davon. Naja, es gibt ja da herinnen so einige Roller zum Anschauen, auch zum Kaufen, aber das ist was unverkäuflich ist. Das kann ich mir vorstellen. Da hängen so viele Sachen dran. Ja. Wie ist das entstanden? Wir sind zu zweit nach Kaiserslautern 1989 auf die Euro-Vespa, hat es damals noch geheißen, die jetzigen World-Vespa-Disc gefahren. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, na, mit so einer Cut-Down SS, da bist du einfach der King. Und dann war das erste Mal, eine Woche vorher, war Euro Lambretta in Straßburg. Und da sind die Wiener Lambretta-Freunde halt dorthin gefahren. Und der Michael Powolny, der Bovolotti Racing, du kennst ihn, ist eingefahren mit einem Lambretta-Chopper, perlmuttweiß lackiert, der Roller chrom. Ein Wahnsinn, ein Auftritt, so was kannst du dir nicht vorstellen. Dann nimmt er einen Helm runter und ist eigentlich das coolste Moped zu dem speziellsten Kerl. Und da habe ich gesagt, sowas will ich auch. Dann ist halt noch losgegangen, du brauchst einmal ein Lambretta. Damals bin ich noch nicht nach Italien gefahren. Und dann hat halt ein Freund von uns ein Lambretta verkauft für umgerechnet 140 Mark, 70 Euro. Oh. Also das war schon eine Investition. Was für ein Typ? Jet 200. Der Jet 200 auch noch, okay. Ja, also eigentlich Jackpot. Ja. Und dann war halt so die Sache, über den Winter baue ich das um. Ja. Und ich habe damals bei der Firma Trunkenbolz, das T von KTM, gearbeitet. Und eine Arbeitskollegin in der Mittagspause schaut sich gemeinsam mit mir das Scootering an und sieht halt da im Scootering den Lambretta Chopper, die Headhunter aus England. Ganz ein toller Roller damals mit einer Trapezgabel und sagt halt zu mir, warum baust du nicht sowas? Also statt dem normalen Lambretta Chopper mit der verlängerten Gabel, eine Trapezgabel. Genau. Das war ja so die Gabeltechnik aus der Vorkriegszeit noch. Genau. Und er meinte damit sowas Aufwendiges, wie du dann hier gebaut hast. Genau. Und er sagt, ja, warum baust du nicht sowas? Und ich so, ja, wie soll ich denn? Sagt er weiß wie. Er sagt mir, wie ich das mache und ich baue es, aber er sagt wie. Hä? Und so haben wir es gemacht. Die Gabelbrücke zum Beispiel da oben, das ist nur mit dem Schneidbrenner rausgesagelt worden. Also da brauchst du dann eine Woche, dass das irgendwie glatt wird. Also man muss sagen, kurz dazu, mit dem Schneidbrenner, das ist so im Prinzip so eine kleine blaue Gasflamme, ne? Die ist extrem heiß und damit kann man dicke Stahl schneiden. Das sieht aber dann im Resultat eher aus, als hätte da jemand was rausgebissen. Ne? Genau. Und auch die Gabel, noch kurz zur Gesamtkonstruktion, das ist jetzt keine Trapez, sondern eine Springergabel. Eine Springergabel, was ja noch mal aufwendiger fast ist, oder? Das ist massiv. Die Gabel hat 45 Kilo circa. Also dieses Rohr da, also das ist kein Rohr, das ist Vollmaterial. Das ist ein 30er Stahl, das ist halt, oder da diese Federn sind von einem Ladewagen von der Firma damals, von der Firma Trunkenbolz, das ist eigentlich aus dem Landwirtschaftsbereich. Also das heißt, diese komplette Gabel ist von vorne bis hinten selbst gebaut, ja. Selbst konstruiert, selbst gebaut, selbst das hier gedreht. Ganz genau, man sieht es an die Details teilweise. Also alles poliert, gefräst und dann einfach mit der Flex reingeschnitten. Sie hat dann einmal Scheibenbremsen gekriegt, weil ich doch dann irgendwann einmal gedacht habe, es ist besser, ich kaufe mir nicht 5 Paar Martens im Jahr, mit denen ich immer bremse, sondern ich investiere lieber die Kohle in Scheibenbremsen. Ja, vor allem, wenn du sagst 5 Paar Martens zum Bremsen, ne, musst du ja sagen, dass du das Ding früher wirklich viel gefahren bist. Also das ist ja nicht nur ein Custom-Roller, der sehr aufwendig gebaut ist, sondern du bist das Ding wirklich gefahren. Ich habe damit 1991 die Scooterist Trophy in Österreich gewonnen. Also man muss dazu sagen, Scooterist Trophy ist ein Pokal für den Rollerfahrer, der die meisten Kilometer zu Treffen gefahren ist. Ganz genau, aber auf Achse. Es waren damals 13.600 oder 13.700 Kilometer. Ich war da in England oben ein paar Mal oder ich kenne nach wie vor auf der A3 in Deutschland, ich kann immer nur fast alle Raststätten nacheinander sagen, weil wenn es da im Monat 3-mal die Strecken da Richtung Köln rauffährst, weil du irgendwo nach Belgien oder nach England oder nach Norddeutschland auf ein Treffen fährst, dann kennst du halt die alle. Und die bist du in dem Jahr 13.000 Kilometer auf einem Lambretta-Chopper gefahren? Nicht alles, aber ich glaube 11.000 oder so.
egal ob 11 oder 13, es ist irre. Aber man muss ja, Jesko, damals war halt auch der Hintern bei mir noch ein bisschen. Der war genauso breit damals. Ja? Natürlich. Wird die denn heute noch bewegt oder ist das eher selten der Fall? Na, sehr selten. Aber war eine andere Zeit, war sehr schön und werde ja nie missen und darum ist das auch nicht verkäuflich. Nicht einmal für die. Nee, ich hatte eh nicht das Geld, von daher. Also ich träume noch von einem Lambretta-Shopper irgendwann, aber ich habe noch so viele Projekte vor. Ich hoffe, dass es vor der Rente noch mal einen Lambretta-Shopper für mich gibt. Den finde ich sehr schön. Also wenn ihr euch selber mal einen Lambretta-Shopper bauen wollt. Ne? Es gibt einige Lambretta-Shopper und es gibt auch so eine leichte Mode aktuell wieder sowas zu bauen. Aber die meisten sehen hässlich aus. Und das steht und fällt mit den Proportionen, wie man quasi den Rahmen umbaut, in welchem Grad der Lenker ist und sowas. Das ist ganz fürchterlich wichtig dafür, dass die Karre auch wirklich gut aussieht. Und bei deiner sieht es einfach richtig geil aus. Stoffi, in jedem Fall ein sehr geiler Roller und eine extrem geile Geschichte dazu. Danke für deine Zeit und ihr, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr solche Videos sehen wollt, Bimmel drücken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.